Hab gerade echt keinen Bock mehr auf Bosnien, muss ich sagen. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Der hat mich schon wieder verarschen lassen. Mein 34 Jahre altes Wohnmobil und ich verlassen die EU. Und dabei ist Chaos vorprogrammiert. Noch ahne ich aber von all dem nichts und schlängle mich durch malerische Berglandschaften. Ich bin komplett sprachlos über diese Natur hier. Ja, wenn man zur Nebensaison reist, schätzt man die Sonne echt noch mal mehr. Die letzten Tage waren so trüb regnerisch, dass ich gerade wirklich, ich könnte gerade heulen ich weine auch ein bisschen über diese Natur und die Sonne jetzt gerade und bin so dankbar irgendwie. Ich bin gestern Abend in Bosnien angekommen und möchte nun an einem Tag Bosnien und Montenegro durchqueren, um dann an meinem ersten großen Ziel anzukommen, Albanien. Bis dahin liegt aber auch noch ein bisschen Strecke vor mir und auch das ein oder andere Hindernis. Einen Moment. Ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben eine korrupte Polizeikontrolle erlebt. Dann wurde ich von der Polizei angehalten. Und der hat mich gefragt, ob ich Winterketten dabei habe. Er meinte dann, ja, das ist Pflicht. Die Strafe kostet 80 €, dass du es nicht dabei hast. Aber wir können dir jetzt hier direkt auch Winterketten verkaufen. Das Ding war aber, ich weiß schon die ganze Zeit, dass es dumm ist, aber ich habe sau wenig Bargeld dabei. Ich hatte nur 20 € Bargeld dabei. Das hat mich sehr panisch in Panik versetzt und dann hat er so ein paar Mal den Kopf geschüttelt und ist irgendwie so auf und ab gelaufen und hat telefoniert und telefoniert. Und dann meinte er, ja, wir können dir auch eine Strafe geben dafür, dass du ohne Seatbelt gefahren bist. Das würde dann nur 20 € kosten. Und ich war so, hä, aber ich bin ja mit Seatbelt, mit Gurt gefahren. Da meinte er, ja, er weiß, aber so könnte ich jetzt weiterfahren, ohne dass es größere Konsequenzen gibt. Und das habe ich dann natürlich gemacht, habe ihm die 20 € gegeben, habe jetzt gar kein Bargeld mehr. Das hat er auch direkt eingesteckt und auch vor seinen Kollegen so ein bisschen weggesteckt. Ja, und der hat auch mein Kennzeichen sich nicht aufgeschrieben oder meine Dokumente hat er auch nicht genauer angeschaut. Also der hat nichts gemacht. So, also ich habe auch keine Rechnung bekommen. Für mich ging es dann erstmal zur Bank. Ich habe Geld. Ich habe theoretisch auch schon Winterketten, nur man konnte da nicht mit Karte zahlen, deswegen musste ich nochmal los. Es war super nett. Der Typ wollte mich einfach mit seinem Auto selbst zum Bankautomaten fahren. Habe ich dann abgelehnt, da war er auch ein bisschen pissig. Okay, ich brauche kurz Pause. Ich habe jetzt Schneeketten. Oh, die sind schwer. Keine Ahnung, was in diesem Sack überhaupt drin ist. Er hat auf jeden Fall mich abgezogen. Er hat den alten Preis durchgestrichen und einen neuen für mich hingeschrieben, während ich auf der Bank war. Ja, ist okay. Das heißt, ich habe 50 € dafür bezahlt. Aber die Aussicht entlohnt alles. Ey, wirklich, mein Adrenalinlevel ist so gehoben. Ich fühle mich gerade so lebendig. Ist wunderbar. Wow. Ich bin gerade nicht mehr guter Dinge. Ich war gerade bei diesem Restaurant auf dem Parkplatz. Da bin ich von diesem Parkplatz gerollt und bin 5 Meter gefahren. Ich war noch mit mir beschäftigt, weil meine Handbremse sich nicht gelöst hat und wurde direkt rausgewunken von der Polizei. Und irgendwann, dass ich kein Licht an hatte und dass es 15 € kostet. Und der Trick ist ja anscheinend wirklich einfach nur halt ganz wenig Geld dabei zu haben, so, was man denen halt auch geben kann. Naja, auf jeden Fall habe ich mir halt eine Fanta gekauft in diesem Laden und habe dann Rückgeld bekommen und bin, wie gesagt, direkt in diese Kontrolle geraten und habe dann halt leider blind in meinen Geldbeutel gegriffen und nur diesen 50-Kuna-Schein rausgegriffen und nicht die anderen 20 Scheine, die ich da noch drin hatte. Und habe halt gemeint, ey, ich habe nur diesen Schein. Und dann meinte ich, na gut, aber wenn das 15 € kostet, 50 Kuna sind ja 25 €, dass ich gerne Rückgeld hätte. Dann meinte er, nein, er hat gesagt 50 €, das heißt, es kostet 100 Kuna. Und dann war ich so, ich habe nicht mehr Geld. Er hat dann sich in sein Auto gesetzt und hat er so, also mit meinen Dokumenten und hat in dem Auto dann so vor sich hingeredet, so ein bisschen so, jetzt will die nichts bezahlen, so nach dem Motto, keine Ahnung was. Und dann kam er zurück, hat mir meine Dokumente gegeben, hat gemeint, ich soll ihm jetzt nochmal zeigen, dass mein Licht geht, habe ich dann auch gemacht, es ging. Dann durfte ich weiterfahren, das heißt, es hat mich 25 € gekostet. Das heißt, bei der ersten Kontrolle 20 € losgeworden, bei der zweiten 25, außerdem habe ich für 50 € noch Winterreifen gekauft. Hab gerade echt keinen Bock mehr auf Bosnien, muss ich sagen.
Die nächsten Kilometer waren wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Ich bin in Montenegro eingereist und habe abwechselnd wunderschöne Landschaften genossen und bin dann wieder zitternd an der nächsten Polizeistreife vorbeigefahren und davon gab es da wirklich einige. Ich wurde dann aber zum Glück nicht nochmal rausgewunken. Die einzige Grenze, an der ich ein bisschen warten musste, war dann die zu Albanien. Und dann war ich drin und konnte erstmal durchatmen. Das ist so anders. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Passt gar nicht in meinen Geldbeutel, so viel ist das. Ich habe dann Geld abgehoben und mir eine SIM-Karte mit Internet besorgt, denn ich konnte seit dem Tag zuvor kein Internet mehr verwenden an meinem Handy, weil ich ja im EU-Ausland war. Also irgendwie schon ein Wunder, dass ich es überhaupt nach Albanien geschafft habe. Guten Morgen aus Albanien, der allererste Morgen hier. Ich habe die Ereignisse des gestrigen Tages schon ein bisschen verdaut, noch nicht ganz, aber wenigstens ein bisschen. Und bin gestern hier noch auf dem Campingplatz in Škoda. Muss mich noch ein bisschen mit der albanischen Sprache einüben. Das ist hier die nächstgrößere Grenzstadt. Ich glaube, das ist für viele so ein Dreh- und Angelpunkt. Tatsächlich waren hier über Nacht noch ein paar andere Camper. Das war auch das erste Mal, dass ich auf meiner Reise andere Wohnmobile gesehen habe. Bisher war ich nämlich überall die Einzigste. Und das ist schon mal beruhigend, weil ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, fährt man nicht mit dem Wohnmobil nach Albanien? Macht man das vielleicht nicht? Bin ich die Einzige, die das macht? Ich habe noch ein bisschen die Infrastruktur des Campingplatzes genossen und alles sauber gemacht und jetzt kam auch die Sonne raus und das macht richtig gute Laune. Ja, ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht zu gestern und ich glaube halt, ich hatte auch einfach voll Pech. Ich habe jetzt nochmal Rücksprache gehalten mit einer Freundin, die gerade in Albanien ist und sie meinte, sie wurden in Bosnien auch angehalten, aber sie mussten nie was zahlen und dass die Polizisten da sehr freundlich waren. Ich habe aber halt auch andere Geschichten gehört, dass das in Bosnien anscheinend auch ein bisschen nicht ganz ungewöhnlich ist. Also ich glaube, dass sowas muss nicht passieren. Ich hatte halt einfach Pech. Ich habe neue Ohrringe. Daher kurz eine Werbung in eigener Sache. Ich habe einen Online-Shop für Handgemachtes und da gibt es auch schon einige Ohrringmodelle. Jetzt kommt dieses noch hinzu. Ich wollte nämlich gerne noch etwas Schlichteres im Shop haben. Und ich dachte, das Modell ist wirklich für niemanden zu viel und kann man gut zu allem tragen. Das gibt es auch noch mit Olivenholz. Und in Gold und in Silber. Die Holzplättchen fertigen wir aus Edelhölzern selbst in unserer Werkstatt. Da es im Onlineshop viele verschiedene Sachen gibt, von Sonnenfängern über Messer bis hin zu Schmuck, ist das auch ein guter Ort, um nach Weihnachtsgeschenken für die ganze Familie zu suchen. Also schau gern vorbei auf www.beirosagold.com. Ihr habt mich schon wieder verarschen lassen. Das gibt's doch nicht. Ich wollte mir hier Durrës anschauen und dachte, gut, fahre ich wieder auf den Campingplatz, weil in der Stadt ist es einfach das Einfachste. Und habe diesen Campingplatz im Navi eingegeben. Und dann auch an dem Ort, wo das Ziel war, wurde ich quasi dann auf einmal eingewiesen. Da stand so ein Typ auf einmal auf der Straße, hat mich da eingewiesen und mich in so einen Hinterhof geführt. Und dann, ja, jetzt stehe ich hier auf diesem Hinterhof und ich war so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, hey, es ist doch jetzt kein Campingplatz. Und dann meinte er, ja, kostet 15 Euro. Und dann dachte ich mir, ach so, weil der Campingplatz hätte auch 15 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir, na gut. Aber irgendwie war es komisch. Und jetzt habe ich halt auch gesehen, dass hier drüben steht hinter der Mauer ein Wohnmobil. Der Campingplatz ist nämlich da drüben. Ich habe gerade mal auf Google geguckt und es ist anscheinend eine Masche von diesem Typen hier. Dass der halt die Leute, die auf den Campingplatz wollen, abfängt und halt bei ihm im Hinterhof so tut, als wäre es ein Campingplatz. Also ich meine, an sich ist jetzt keine krasse Verarsche, also schon ein bisschen, weil 15 Euro halt Wucher ist, dafür, dass ich im Hinterhof stehe. Weiß nicht, ob ich gerade die emotionalen Ressourcen habe, da hinzugehen und zu sagen, hey, ich will mein Geld zurück, weil ich wollte auf den Campingplatz da drüben. Ich glaube, das schaffe ich gerade halt einfach nicht, weil ich
ein bisschen angeschlagen bin in meinem Vertrauen in die Menschlichkeit. Ich könnte gerade echt heulen. Das sind die ersten Palmen für diese Reise. Oh, das freut mich wirklich. Also ist schon okay. Ich habe Frieden gefunden mit der Situation. Ich meine, hey, ich bin in Albanien. Ich bin gesund, mein Auto geht's gut. Alles andere wird auch schon noch, ne? Ich meine, ich bin am Meer. Wann war ich das letzte Mal am Meer? Keine Ahnung. Oh. Mensch, jetzt kann ich schon wieder weinen, weil das so schön ist. Also die Emotionen, die liegen sehr nah beieinander. So, ich bin jetzt hier auf so einem Ökoplatz, also irgendwie bauen die hier irgendwas an. Das ist mitten in so einem Wald und man kann hier quasi halt campen. Ich habe meine Meinung noch ein bisschen geändert zu der Sache von gestern. Es war dann auch noch ein französisches Ehepaar da, denen ist im Prinzip dasselbe passiert wie mir. Ich habe mich auch noch ein bisschen mit diesem Parkplatzmann unterhalten und ich glaube, der sucht halt auch nur nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ich meine, ich glaube, es ist nicht das beste Geschäftskonzept, Leute, die auf einen Campingplatz wollen, abzuwerben und dann auf ihrem ranzigen Hinterhof zu platzieren. Im Gespräch hat sich dann für mich so ein bisschen rauskristallisiert, dass der halt auch irgendwie versuchen will, was von diesem Tourismuskuchen abzubekommen. Er meinte, er hat auch in der Schweiz irgendwie schon gearbeitet und da kam auch noch ein Freund von ihm. Also das war eigentlich auch so ein Restaurant und da hingen irgendwie die ganze Zeit so viele Männer ab. Und der eine konnte auch Deutsch und hat mir dann halt auch erzählt, dass sie halt oft irgendwie in die Schweiz oder nach Deutschland gehen zum Arbeiten. Und jetzt würden sie halt hier auch gerne was mit Tourismus aufziehen, aber es kostet halt so viel Geld. Also weil das war ja auch an der Promenade direkt. Und auch jetzt beim Wegfahren habe ich gesehen, dass da gerade super viel gebaut wird. Also Albanien ist halt gerade mitten in dem Tourismusboom oder beziehungsweise hat schon vor ein paar Jahren angefangen. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Frieden geschlossen mit der Situation. Ist trotzdem irgendwie nicht ganz cool. Es war trotzdem irgendwie interessant, die Erfahrung, auch so ein bisschen den Hintergrund zu erfahren, warum die das machen. Ich habe mich in den letzten Tagen immer wieder gefragt, wie ich dieses Video schneiden möchte, ob ich die Gedanken und Gefühle alle in diesem Moment teile, auch wenn sie sich dann nochmal ändern. Im Nachhinein frage ich mich natürlich auch, warum ich der Polizei in Bosnien überhaupt Geld gegeben habe. Ich hätte auch sagen können, dass ich gar kein Bargeld dabei habe und warten können, bis sie mir eine Überweisungsaufforderung per Post schicken. Was wohl eher nicht passiert wäre, da es ihnen ja eher darum ging, sich das Geld in die eigene Hosentasche zu stecken, anstatt ernsthaft einen Strafzettel auszustellen oder sich irgendwie Arbeit mit mir zu machen. Und auch zu der Campingplatzaktion habe ich weiterhin keine klare Meinung. Vielleicht nehme ich den Mann zu Unrecht in Schutz, indem ich sage, na gut, er will halt auch nur Geld verdienen. Aber ich weiß es halt auch nicht. Ich bin zum ersten Mal in all diesen Situationen, die eben auch meine üblichen Probleme triggern. Nämlich mich abzugrenzen und für mich einzustehen. Es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Naive und diese Grundeinstellung, die ich zum Leben habe, doch irgendwie gut finde, weil ohne die wäre ich garantiert nicht nach Albanien gefahren, alleine mit dem Auto. So. Da braucht man schon eine gewisse, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber da braucht man schon doch ein gewisses Selbstbewusstsein, um sowas dann einfach zu machen. Kleine Hintergrundgeschichte dazu. Ich war ja vor 2-3 Wochen auf diesem Vanlife-Treffen, wo sich nur alleinreisende Frauen getroffen haben. Und da konnte man ja auch so Reisepartner finden. Es wollte halt auch niemand nach Albanien, jetzt wo ich nach Albanien wollte. Aber es gab ein paar Leute, die nächsten Frühjahr in den Balkan wollten. Nach dem Wochenende, also die haben sich dann auch so besprochen und so, kam für die aber raus, nee, lassen wir sein, wir fahren lieber nach Schweden. Das ist uns einfach zu gefährlich. Das war der Moment, wo ich mir dachte, boah, ich fahre sowas von alleine nach Albanien, weil ich bin mir einfach sicher, dass ich alles machen kann, was ich will. Und keine Ahnung, bisher in meinem Leben hat mir noch niemand das Gegenteil bewiesen. Und solange werde ich das jetzt auch weitermachen. Emotional ist diese Achterbahnfahrt auf jeden Fall anstrengend, aber ich habe mich in diesem letzten Jahr selten so lebendig gefühlt wie in diesen letzten Tagen. Und darum geht es ja irgendwie auch. Ich bin bereit für was auch immer da kommt.